Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir den Stefan besuchen. Stefan ist Stammkunde bei uns und der hat eine richtig tolle Ameisenanlage, die er uns jetzt mal zeigen wird. Ja, hallo Stefan. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast hier, dass wir uns deine Ameisenanlage mal anschauen können. Was Gerne. hast du denn überhaupt für Ameisen? Ich habe die Atta sextens, eine Blattschneiderart, und die Phaidol megacephala, eine kleine Raubameise mit Soldatenkaste. Okay. Waren es auch gleich deine ersten Ameisen? Weil du bist ja schon einige Jahre bei uns und ich hatte, wenn ich mich so zurückerinnere, du hattest ja schon einige andere Ameisenarten gehalten. Was waren das für Ameisen? Was war so deine erste? Angefangen habe ich mit Lasius niger, typisch, Klassische Einsteigerart, ne? klassische Machen die meisten. Einsteigerart, bin aber schnell zu exotischen Arten gewechselt aufgrund der Winterruhe. Für mich und für meine Erfahrung auch leichter zu halten. Weil bei der Winterruhe gibt es ja einige zu beachten, und wenn die Kolonien groß sind, muss man auch gucken, ob man den Platz hat, die unterzubringen. Und ja, so hat es damals angefangen. Und dann ging es ja ziemlich schnell los, dass ich euch entdeckt habe und dann die exotischen Arten und dann Blattschneider. Was hattest du da alles? Da hattest du die Acromyrmex octospinosus, hattest glaube ich angefangen, ne? Die erste Art war eine unbestimmte Acromyrmex, eine kleinere und schwarze Art. Die hatte ich mir aus Stuttgart selbst abgeholt damals vor bestimmt 15 Jahre ist es her. Ich glaube 2005 oder 2006 war das. Die gab es noch gar nicht groß zu kaufen. Die habe ich mir persönlich vom privaten Halter abgeholt, der sich die mal selbst mitgebracht hat. Ah, okay. Ja. Crematogaster roggenhoferi habe ich freigehalten auf einer Insel-Variante, so wie es damals bei euch im Endstore-Shop zu sehen war. Und die Polyrachis divis habe ich auch freigehalten auf einer Insel-Variante, auch wie es bei euch zu sehen war. Und das fand ich mega spektakulär. Ist schön anzusehen. Vor allen Dingen, wenn die Crematogaster ihr Kartonnest ausbauen immer weiter, ne? Mit Torf und Blattstückchen und sowas. Okay, weil jetzt hast du ja auch wieder Blattscheinameisen, die brauchen natürlich auch wieder viel Platz. Die brauchen auch wieder viel Platz und das ist auch mein großes Projekt. Okay. Die Blattschneiderameisen eigentlich durch fast die ganze Wohnung laufen zu lassen. Und bei der Crematogaster, die du gehalten hattest, Ja. Was für ein Material hast du genommen? Was hast du gemerkt, was am leichtesten ging, woraus sie da diesen Kartonnest nehmen? Also wirklich den reinen Torf. Die reine Torferde, wo man diese Humusziegel eben, ne? Aufgeweicht, hingelegt, meistens am Stamm unten, und die haben sie sich dann hochgenommen und ausgebaut. Erzähl mal was von den Blattscheinameisen. Also ich sehe jetzt, du hast jetzt ein paar Becken ja auch von uns. Da hast du jetzt, das ist jetzt die Futterkammer, da wo die ganzen Blätter schneiden. Genau. Dann geht das Ganze halt dann rüber. Hinterm Fernseher hast du hier noch eine Röhre platziert. Dann in so ein Flachbecken und dann gehen die Tiere hier rüber über so eine Liane. Das ist ja echter Wahnsinn, ja, und dass die hier rüber hängen. Hält dieser Draht das Ganze aus oder Ja. geht auch ein ganz dünner Draht? Ich hatte anfangs 0,15 mm Angelsehne. Die war auch an sich sehr reißfest und stabil. Konnte dann aber mitkriegen, eines Tages stand ich mit meinem Nachbarn hier und auf einmal knisterte die ganze Zeit so, ne? Knister, knister. Ich sage, was ist denn das? Das kommt von den Ameisen. Da haben wir uns beide dahingestellt und geguckt. Und irgendwann haben wir dann entdeckt, da knabbert eine große Arbeiterin tatsächlich an der Sehne. In dem Moment kam das ganze Ding runter. Okay. Und dann musste ich weiterdenken. Was machst du? Steigst du auf Röhre jetzt um oder machst du das Projekt weiter? Weil ist ja schon faszinierend, ne? Selbst für mich selber, jeden Tag sitze ich hier und staune drüber. Naja, dann habe ich meinen Wickeldraht von meinem Dampfer genommen und den 0,3 mm und den dort einfach rumgewickelt. Und es hält wunderbar. Den mit Öl bestrichen. Aber die Ameisen kommen da auch schwer hoch. Also die größeren würden da nicht dran hochlaufen können, weil die einfach zu lange, stelzige Beine haben, und die kleinen kommen ja kaum raus. Ja, die ganz kleinen kommen nicht raus. Und mit Öl bestrichen ist das Ganze sicher. Also da passiert auch nichts. Also wir hatten auch schon mal sowas Ähnliches auch schon mal gehabt. Aber da hatten wir auch so ein bisschen eine Nylonschnur halt das Ganze so probiert. Okay, und dann geht es dann rüber in ein Becken. Das ist dann sozusagen das Übergangsbecken, damit genug Platz ist. Ja, dann geht es weiter in ein 30-30-Becken. Das ist das Pilzbeckenerweiterung, das Nestbecken. Und dann geht es weiter in ein 20-20-Becken von euch, was ja mittlerweile schon so gut wie voll ist. Ja, das auf jeden Fall. Mit Das Pilz. sollte auf jeden Fall erweitert werden. Okay, und im hinteren Bereich, da ist auch noch Platz und da willst du dann auch noch irgendwie diese Anlage noch erweitern. Die Anlage wird noch erweitert, genau. Die laufen. Die müssen laufen, dass ich das stillen kann. Mit Abzweigungen nach hinten, wo dann auch erweitert wird. Genau, das ist mein Plan. Wird eigentlich immer größer, ja, aber man kann das mit der Fütterung schon steuern. Also man kann schon
Die Frage ist, ob die Ausbruchsintensität dann steigt, wobei ich bei denen noch keine Ausbruchsversuche sehen konnte. Sie laufen ja auch nicht an den Becken hoch, ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall schwierig natürlich, das mit dieser Begrenzung, mit dieser Fütterung. Also manche zoologische Gärten oder Aussteller haben das ja auch manchmal, dass sie sagen, nee, wir haben nur den Platz. Aber die haben natürlich, der Pilz wächst, die brauchen Futter. Und wenn ich denen jetzt weniger Futter gebe, dann bricht auch so der Pilz halt ein. Ja, aber ich habe trotzdem die große Zahl an Arbeiterinnen. Und das ist natürlich das Schwierige, gerade bei den Blattschalinameisen, da auch diese Population auch so halten zu können. Also deswegen empfehlen wir eigentlich auch immer, den Platz zu schaffen und immer Möglichkeiten zu schaffen, natürlich das dementsprechend einfach zu erweitern. Es gibt ja in der Natur gibt's ja genug Berichte, wie groß die Nester in der Natur werden. Ja. Aber wir kriegen natürlich auch Feedback von den ganzen Ausstellern, zoologischen Gärten und so. Und ja, also letztendlich haut es schon auch hin, dass man die kleiner hinbekommt. Also wir sagen immer so 3 mal 3 Meter, so als Wandschrankgröße und das voll mit Becken, da kann man auch langfristig eine Kolonie auch gut mit unterbringen. Ja, also ich hatte auch schon von manchen Kunden halt gesehen, die haben dann wirklich dann gleichmäßig den ganzen Becken in so richtig in Reihe geschaltet. Es gibt ja dann auch diese Blockregale oder diese Regale mit diesen quadratischen Fächern, ja, und dann wurde halt mit der Bohrung dann versehen und dann die Becken alle aneinandergereiht, dann miteinander verbunden. Dann schaue ich mich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen um, was du so alles hast. Ja, also, gerne. Dann gucken wir uns mal ein paar Details auch noch mal an. Du hast jetzt keine Brombeerblätter genommen. Was für Blätter sind das, die du jetzt hier verwendet hast? Das sind Apfelbaumblätter. Die habe ich hier unten aus dem Hof. Die wollte ich jetzt mal ausprobieren und die nehmen sie sehr gut an. Ja. Was für Blätter hast du noch probiert? Typisch Rosenblätter. Oh, Rotbuche, lieben sie. Okay. Da flippen die auch total aus. Ansonsten alle gängigen Blätter, die du hier unten vor der Tür findest. Ahorn, Buche normal, Kastanie. Kastanie konnte ich nicht feststellen, dass sie die geschnitten haben. Was hast du noch so für Erfahrungen gemacht so mit Blättern? Oder hattest du mal so getrocknete Blätter auch mal ausprobiert? Ja, Rosenblüten getrocknet, selber Brennnessel, alles getrocknet schon und wird alles genommen. Also auch Trockenblätter werden genommen. Obwohl ja man sagt, die Arbeiterinnen ernähren sich ja von den Pflanzensäften. Trotzdem nehmen sie getrocknete Blätter und arbeiten die im Pilz ein. Genauso wie sie Datteln, Cranberries, alles diese Trockenfrüchte, Walnüsse, generell Nüsse, Samen. Das wird alles eingetragen. Okay, also bist ja sehr experimentierfreudig. Also ich weiß auf jeden Fall so mit Haferflocken geht das ganz gut. Das Wunderbar. kann man auch so gerade im Winter, wenn man da mal so einen Engpass hat, gut nehmen. Und ich weiß so eine kleine Story von einem Bekannten. Bei ihm war das so, er hatte sich da auch so eine Anlage, hat er irgendwie selber gebaut und übers Wochenende war er halt weg und die Tiere sind dann dort ausgebüxt, sind in die Küche rein, wo noch ein Topf mit Nudeln noch irgendwie drin waren, haben die Nudeln genommen, haben die auch in den Pilz eingebaut. Nur da war das Problem, die fingen dann auch irgendwann an auch zu schimmeln, also die musste er auch wieder rausbauen. Deswegen kann man halt auch nicht alles nehmen. Also deswegen muss man halt schauen, auf jeden Fall super interessant. Und dann gehen die jetzt so weiter, jetzt hast du das Ganze schön hinterm Fernseher hier nochmal laufend, so eine Röhre. Okay, und dann gehen die jetzt hier so rüber in die Anlage über die Brücke, finde ich auch immer ganz witzig hier gemacht. Mit der Brücke, das fand ich halt sehr schön, dass man halt auch, wenn man zum Beispiel sitzt und Besuch kommt, dass sie wirklich gerade die Brücke hochlaufen und dann hier hoch. Fand ich jetzt besser, als wenn sie jetzt hier reinlaufen, ne, und am Plastik hochrennen. Habe extra Talkum an das Plastik gemacht, damit sie dann nicht mehr hoch und runter gehen. Achso, sonst haben sie immer die Abkürzung. Sonst haben sie die Abkürzung, sind runter und das haben die super angenommen. Und dann geht's los, dann fangen sie an, hier rüber zu laufen. Sag mal, was sagen deine Freunde eigentlich dazu, wenn sie sich besuchen? Ist da schon mal einer gegengelaufen? Oder? Ist noch keiner gegengelaufen, sind alle fasziniert, besonders seitdem sie sich so toll entwickelt haben und die Kolonie so groß geworden ist und eben hier Dauerstraßen angelegt werden oder eine Dauerstraße angelegt ist und die Leute, Freunde oder wenn auch mal Fremde kommen, das ist schon interessant. Geplant ist die Kindergartengruppe von meinem Sohn, die wollen mal herkommen und sich das auch mal vor Ort angucken und da soll ich denen das auch mal ein bisschen erklären und alles. Für den Kindergarten habe ich zum Beispiel auch Lasius nigergyn gesammelt und diese in Reagenzglas gepackt und dem Kindergarten zur Verfügung gestellt. Okay, das ist schön, ne? Also Kinder finden das ja super interessant. Eben. Wir merken es ja auch, wenn wir so Kita-Gruppen oder sowas bei uns haben. Also ich bin auch immer wieder faszinierend, auch wenn wir bei uns das Ganze haben. Jetzt sehe ich hier, du hast hier eine kleine Öffnung. Reicht dir das aus? Weil wir haben ja empfehlen jetzt gerade, wenn wir große Kolonien haben, doch mit dieser größeren, mit der 50er Lochdurchmesser. Ja, da habe ich dann hier bei der Beckenerweiterung, bei der Nesterweiterung, habe ich jetzt damit angefangen mit diesen 5 cm Bohrungen, habe aber feststellen können, dass das völlig ausreichend ist in der Natur. Die haben mal ein Nest mit Zement ausgegossen, ausgegraben. Von den Hauptadern, ca. 5-6 cm Durchmesser, gehen auch nur ganz winzig kleine in die Kammern rein. Von daher denke ich mal, wie man sieht, sie
kommen super durch, ja. Also das denke geht. ich mal, dass es alles völlig ausreichend ist. Aber ich experimentiere ja selber da auch rum, ne? Also wir haben so festgestellt, wir haben testweise mal so gemacht, wir haben der Kolonie große Öffnungen zur Verfügung gestellt. Die Blattstücke waren auch richtig groß. Das heißt, hier werden Sie jetzt die Blattstücke mal anpassen auf den kleinsten Widerstand, also das sozusagen, also das kleinste Durchmesser. Und da würden Sie halt diese Größe deswegen auch nur auf diese Blattgröße haben. Du wirst halt jetzt nicht diese ganz großen Blattstücke haben. Oder die zerschneiden Sie hier an dieser Stelle nochmal. Nee, die tragen tatsächlich kleinere Blattstücke. Also jetzt kommen sie auch, unterschiedlich groß sind sie natürlich, die Blattstücken, aber sie tragen vergleichsweise kleine. Nicht wie man es auf Videos von der Natur sehen kann im Dschungel, da sind die doch schon etwas größer, die Blattstücken. Das stimmt allerdings. Für mich jetzt auch neu, aber sie passen sich ja an. Sie sind sehr intelligent. So, dann geht sie hier rüber und das sieht ja alles ziemlich untertunnelt aus, oder wie läuft? Die haben sich dort den Weg vom Rohrausgang freigebaut und laufen dann dort in diesem freien Bereich lang und dann sieht man dort diese Löcher und da gehen die dann rein in das Becken hier rüber. Okay. Die haben sich das schon so ein bisschen unter- und übertunnelt, ja. Ja, Stefan, also super, klasse, was du hier alles aufgebaut hast. Vielen Dank, dass wir dabei sein konnten, uns das mal alles anzuschauen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder. Natürlich, spätestens wenn ich erweitere. Ja? Schön, dass ihr da wart. Ja, danke. Tschüssi. Ja, ich hoffe, Stefans Ameisenanlage hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.